Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir für euch vorbereitet haben, sind Boeing 777 Pushback-Unfall bei der Lufthansa Cargo, nicht so schön. Dann Qatar Airways hat einen Q-Points Promotion, das ist schön. Qatar Airways hat aber auch eine Reduktion bei den Punktewerten, nicht so schön. Wir haben dann weitere Themen, Discover Airlines auf Streik, nicht schön. Und wir haben als Thema Wizz Air Flatrate, das ist auch ausverkauft nach 48 Stunden. Nicht schön oder schön, ich weiß es nicht. Mir ist es eigentlich egal, aber auch ihr könnt entscheiden. Aber ich finde es eine interessante Geschichte. Können wir mal besprechen, das Konzept unabhängig von der Wizz Air. Und wir haben SAS Eurobonus. Die gehen ja raus aus der Starlines, aber sie haben trotzdem mit der Singapore Airlines, einem Starlines-Mitglied, eine Partnerschaft. Auch schön. Also, das sind nur einige Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und natürlich regelmäßig zu schauen. Damit ihr keine Sendung verpasst, macht die Glocke an, damit ihr auch die Nachricht bekommt, denn ihr wollt ja nichts verpassen. Ja, ich bin jetzt wieder am Start. Nachdem ich ja gelobt wurde für meine Frisur, habe ich sie heute genauso liebevoll gemacht wie gestern. Und geht los. Das erste Thema, was wir haben, das ist das Thema 777F, so ist das. Bin verrutscht. Und zwar ist das die Thematik im Frankfurter Flughafen. Da ist nämlich eine 777F in einem Pushback-Unfall verwickelt gewesen. Und bei diesem Pushback-Unfall, der etwas komisch war in meinen Augen, und zwar deshalb, weil nämlich das Flugzeug, als gepushbackt wurde, hat sich das gelöst, die Pushback-Stange, und die hat dann sowohl am Traktor als auch am der 777 dort den Unfall gemacht. Also was mich gewundert hat, ist, dass es direkt an beiden Seiten sich gelöst hat. Und das Flugzeug ist leider ausgefallen. Man braucht die Delta Alpha Lima Foxtrot Echo natürlich dringend, weil man hat, glaube ich, wie viel hat man jetzt? 12 oder 11? Ich weiß es jetzt gar nicht. Von diesen Cargo-Bombern, und Cargo ist natürlich eine eigenständige Geschichte und die muss man halt rumbringen. Ich weiß gar nicht, ob die Maschine geladen war oder wann das mit dem Pushback war, aber auf jeden Fall ist das halt wirklich so, dass es eine unschöne Geschichte ist. Folgendes, was der Cargo-Sprecher sagt: Es ist richtig, dass eine unserer B777F während des Pushbacks beschädigt wurde. Und der Vorfall ist somit also bestätigt. Derzeit werden die entstandenen Schäden wieder instand gesetzt, die Maschine wieder schnellstmöglich in den Dienst gehen kann. Und was halt interessant ist, ist halt, dass hier auch Hydraulikleitungen beschädigt worden sind, aber Gott sei Dank halt wirklich nur Sachschaden. Warum Hydraulik? Weil das wäre ein echtes Thema gewesen, wenn das irgendwie nicht kontrolliert worden wäre. Und dafür ist Luftfahrt ja so sicher, weil man das kontrolliert, dass man da halt was macht. Aber aktuell sind es 12, nachdem die Alpha Lima Foxtrot Lima ausgeliefert worden sind. Also jetzt sind es aber irgendwie 11, weil eine ja in Wartung, Reparatur ist. Also hoffen wir, dass die Maschine bald wieder einsatzbereit ist. Wer jetzt einsatzbereit ist für einen Streik, das sind die Freunde von Discover Airlines. Ja, weil Discover Airlines möchte natürlich sich einigen mit der Verdi, warum auch immer. Der Lufthansa-Konzern hatte ja da so ein bisschen zuerst die Leute von der UFO und von der Vereinigung Cockpit auserkoren als deren Counterpart bei der Tarifierung. Aber man hat dann auf die Verdi zugegriffen. Lustigerweise hat die Verdi ja dann quasi das übernommen, was man schon ausgehandelt hatte, und sich ein gemachtes Nest gesetzt. Das war natürlich ganz klar ein Affront gegen die Spartengewerkschaften. Verdi ist ja eher so ein Gebrauchtwarenhandel, hätte ich fast gesagt, oder ein Gemischtwarenladen, das war eigentlich das Wort. Und das ist eigentlich nur Konfrontation. Also so würde ich das auch aus deren Sicht sehen. Und die haben jetzt abgestimmt, und die Personen, die bei der Verdi jetzt dazugehen, müssen vielleicht gucken, dass sie genug sind, weil die Gewerkschaft, die am meisten Leute hat, die kann dann auch den Vertrag aushandeln, und das muss man jetzt gucken. Und deshalb muss es diesen Streit geben, weil man muss ja bei den beiden Seiten die Hühner zählen, und so werden halt die Leute gezählt. Und wenn es jetzt soweit ist, wird man in den Streik gehen und wird gucken, dass man halt nicht
überflüssig wird als Tarifpartner, als VC. Und interessant ist wirklich auch, Discover hat ja nach Unternehmensangaben 2000 Angestellte, davon sind 500 Piloten, 1400 Flugbegleiter, Rest ist Verwaltung, also daran sieht man, wie schlank die Bude eigentlich ist. Und die Vereinigung Cockpit, das sagt der Tarifexperte Marcel Gröls in dem Konflikt, das Grundgesetz gibt bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Unternehmens das Recht, selbst zu entscheiden, von wem sie sich vertreten lassen. Die Mitgliedervereinigung Cockpit haben mit deutlicher Mehrheit entschieden, dass sie es nicht hinnehmen werden. Und bei UFO votierten 91,8% für den Arbeitskampf. Bei der Vereinigung Cockpit fragte, wie viel waren da? Es waren 81%. Was interessant wäre, wäre in meinen Augen auch, wie viele Leute haben denn abgestimmt? Also das heißt, wie viele Leute waren das denn? Wie viele von den 500 Piloten und wie viele von den 1400 Kabine sind denn bei den jeweiligen Gewerkschaften? Weil das ist ja das, was ist. Aber die Gewerkschaften nennen halt Einzelheiten zu dem Arbeitskampf nicht. Sie sagen aus taktischen Gründen. Und dann wird es gespannt sein, was passiert. Und man will halt als Vereinigung Cockpit und als UFO zusammenarbeiten gegen die Discover-Diskriminierung. So sehen sie es zumindest, so würde ich das nennen. Und auch bei Solidaritätsstreik bei der weitaus größeren Lufthansa wollten die Gewerkschaften das nicht ausschließen. So wie ich das ja auch schon gesagt hatte, dass es dort im Lufthansa-Konzern natürlich dann halt auch zu mehr Problemen kommen kann. Und ich bin mal gespannt, was hier noch passiert. Ob denn die LH da jetzt einknicken muss, ob sie da jetzt verloren hat. Denn eigentlich hat die Lufthansa ja, wenn man ehrlich ist, schon verloren. Denn warum gründen sie denn diese ganzen AOCs? Also das heißt da mit der Eurowings die Malta-Nummer, alle Flugzeuge mit der 9H-Nummer sind ja maltesische Flugzeuge. Warum macht man City Airlines? Warum macht man dann die Lufthansa Cityline dicht dazu? Also es ist halt so, dass die Lufthansa da versucht, den ganzen Gewerkschaften Knebel zwischen die Beine zu werfen und da halt auch wirklich Unruhe zu stiften. Und das ist halt das, was mit dieser Strategie dort gewünscht ist und auch gewollt ist, dass da Bambule kommt. Und deshalb kann die Lufthansa uns jetzt nicht vorwerfen, wenn wir sagen, wir wollen Kompensationen dafür haben, das ist unabwendbar, wir haben alles getan. Nein, ihr habt alles getan, damit es zum Streik kommt. Also das ist halt so diese Geschichte. Ne? Aber ich mache da der Lufthansa kein Strick draus, in dem Sinne, dass ich sage, das dürft ihr nicht machen. Nee, ihr dürft das schon machen, aber wenn ihr es macht, müsst ihr halt auch die Kosten tragen. Dumm gelaufen. So ist das wie im richtigen Leben. Wir gehen jetzt weiter mit der Wizz Air. Und zwar die Wizz Air ist ja auch eine Fluggesellschaft, wo ich ja das mit dem Beispiel von dem Jungen von 14 Jahren gezeigt habe, wo die sich quasi nicht drum kümmern. Die haben aber ein Produkt gehabt, was durchaus interessant ist. Ich hatte es anfangs gar nicht beachtet. Ich habe es zwar gelesen gehabt, und zwar eine Art Flatrate. Und diese Flatrate ist All You Can Fly. Und die ist innerhalb von 48 Stunden ausverkauft gewesen. 780 Routen, 53 Länder, die lassen sich für diese 499 € abfliegen. Aber das ist jetzt nicht so, dass die All You Can Fly im Prinzip so ist, dass man da jetzt quasi hingeht und sagt, hier, das ist meine Netzkarte, so wie bei der DB oder so ein Deutschlandcard, sondern das ist halt eine Karte, mit der man fliegen kann. Und es gibt auch den Ticketpreis ab September, der ist auf 599 angehoben, ist aber immer noch, je nachdem wie viel man fliegt, ein guter Preis. Denn pro Ticket, das man dann fliegt, also pro Flugbuchung, berechnet man zusätzlich 9,99 € pro Ticket und ein Handgepäck ist nur ein Handgepäckstück ist nur beinhaltet. Das heißt also, ihr müsstet Gepäck nachbezahlen. Und was auch spannend ist, es gibt eine Kostenfalle, die der Verbraucherschützer haben. Und zwar, wenn der bestätigte Flatrate-Flug maximal 3-mal nicht angetreten worden ist, oder wer öfter halt Tickets verfallen lässt, riskiert nicht nur die Stornierung der Flatrate, sondern auch eine Vertragsstrafe. Wobei interessant ist, ob dieses dann wieder, ich bin kein Jurist, aber ich würde das so aus anderen Fällen ableiten, wie Lufthansa hat das ja auch gemacht, dass wenn man zum Beispiel ein Ticket nicht abfliegt, dass man dann eine Strafe hat. Und das ist ja dann permanent für dieses Skip-Legging, wie man das nennen möchte. Also das heißt, dass man zum Beispiel ein Ticket Stockholm, Frankfurt, Los Angeles gebucht hat und dann von Los Angeles wieder nach Frankfurt fliegt, aber nicht nach Stockholm, dass die Lufthansa einen dann nachbelasten kann. Aber das ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht akzeptiert worden von den Gerichten, weil da nicht drin steht, was die Strafe ist. Und genauso hier, was soll denn die Strafe sein? Also ist das überhaupt legal?
Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, müssen Gerichte wahrscheinlich wieder im Zweifelsfall entscheiden. Mir geht es jetzt nicht so grundsätzlich darum, um das Angebot selber bei der Wizz Air, sondern um das Angebot grundsätzlich. Das heißt also, wie findet ihr sowas, wenn man zum Beispiel sagt, hey, hier hast du einen 10er Abreißblock, gab es ja bei der Lufthansa schon mal, das hieß ja dann Airbus, dass man zum Beispiel für bestimmte Strecken das nimmt. Oder man sagt fürs Lufthansa-Netz, hey, hier. Das erinnert uns ja auch an diesen einen Fall, war es eine $500.000 oder was war das, die man bezahlen musste? Und dann Leute heute noch immer noch First Class fliegen, kostenlos mit einer Person. Das ist natürlich krasse Nummer, ne? Also dass es halt wirklich diese Sachen gibt. Wäre das etwas, was für euch interessant wäre? Gibt es eine Fluggesellschaft, bei der das interessant wäre und für welchen Preis? Was wäre denn fair? Weil wenn man wirklich mal hochrechnet, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Sale, der Partner-Sale, der bei Lufthansa ist, und dann kostet halt ein Ticket, was war es, 1.400 Euro oder 2.000, sowas in der Richtung, in der First Class. Und da muss doch so ein Ticket alleine schon, wenn man sagt, das kann er dann so 10-mal machen, mit diesem reduzierten Preis, dann wären das ja 20.000. Wenn man den regulären Preis nimmt, dann wäre es ja irgendwie das Doppelte. Und da muss man ja der Fluggesellschaft ja auch sagen, die müssen ja noch Gewinn machen können. Also insofern muss es ja nachhaltig auch für die Fluggesellschaft sein. Wie würde man heute so ein Angebot stricken bei einem Legacy Carrier? Aber ich glaube, keiner der Legacy Carrier wäre so suizidal, muss man ja ehrlicherweise sagen, da überhaupt nur über so einen Gedanken zu kommen, so ein Ticket zu verkaufen. Aber das könnt ihr ja hier unten schreiben und könnt da natürlich dann noch das als Frage nehmen, die ich jetzt hinzufügen werde. Wie findet ihr solche All-You-Can-Fly Flatrates? Genau, das finde ich, ist die Frage des Tages. Dann haben wir als nächstes Thema Jetstar. Und zwar Jetstar aus Australien sind die, glaube ich, Australien, müsste ja sein, genau. Und die haben wieder einen Passagier, der aufs Vorfeld gegangen ist. Und zwar ist das nicht irgendwie so gewesen, wo man sagt, der ist da jetzt aus dem Flugzeug rausgeklettert, über die Jetway oder sonst was. Nein, der hat nach der Landung auf dem Flug von Sydney nach Melbourne, der nur 1 Stunde 20 dauert, nach der Landung irgendwie Pfeffer im Arsch gehabt, ich weiß es nicht, und meinte dann, dass er an den mittleren Notausgang, also an den Overwing-Notausgänge rennen musste und hat dann das Flugzeug verlassen. Ist rausgegangen, ist dann aber auch ehrlicherweise nicht rausgeklettert über die Rutsche, sondern er ist irgendwie über die Tragfläche, und auf dem einen Bild seht ihr ja, dass er sich irgendwie an dem Triebwerkrad lässt. Das ist ja auch relativ krass, aber sieht auch nicht wirklich elegant aus. Und dann wurde der Passagier natürlich direkt gefangen genommen von Menzi und also Menzi ist ja der Airport-Dienstleister, und dann auch von den Jetstar-Angestellten. Da hat man ihn halt wirklich dann direkt genommen. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, der ist dann zu Recht in ein Krankenhaus gebracht worden, weil so ein Verhalten gehört in ein Krankenhaus und nirgendwo anders hin, oder? Was haltet ihr? Was sagt ihr dazu? Sagt ihr, ja, Krankenhaus muss sofort hin, da muss der Arzt ran. Also ich verstehe das nicht, warum man sowas macht. Also da kann es nur einen an der Klatsche geben, leider. Aber wir werden wahrscheinlich nicht rausfinden, was es war oder ist. Wir haben jetzt das Thema SAS Eurobonus. Da sagt ihr, ach, hör auf, Alter, mit SAS Eurobonus. Wenn die nicht mehr Star Alliance sind, sind die für mich tot. SkyTeam ist nicht meine Fluggesellschaft, meine Allianz. Muss ich ehrlicherweise sagen, ja, kann man so sehen. Aber ich habe einige Kunden, die halt wirklich mit SkyTeam fliegen. Mit der Air France KLM sind sie zufrieden. Ja gut, der eine ist auch Holländer, muss man ehrlich aber sagen. Aber es sind einige Kunden, die das halt machen, und natürlich die SAS, eigentlich keine schlechte Fluggesellschaft und uneinig auch nicht. Sie haben aber jetzt eine Partnerschaft mit der Singapore Airlines gemacht, oder die Singapore Airlines mit denen. Und daran sieht man halt, dass Allianzen immer unwichtiger werden und es immer wichtiger wird, sich mit den Richtigen zu verbrüdern. Denn man möchte bei Singapore Airlines und Eurobonus Statusvorteile miteinander austauschen. Und ich bin mal gespannt, was da halt wirklich passiert oder wie das dann geht. Da gab es auch eine E-Mail-Benachrichtigung, und da stand dann halt drin, unsere Partnerschaft mit Singapore Airlines wird weitergeführt, auch wenn wir die Star Alliance verlassen werden. Und das finde ich halt relativ lustig. Und was auch drin steht, Eurobonus-Mitglieder werden weiterhin Punkte bei Singapore Airlines sammeln können, und
dass man auch einige Eurobonus-Statusvorteile weiter, je nachdem welchen Level man hat, später dieses Jahr bekommt. Und mehr Informationen sollen folgen. Und das ist natürlich interessant. Und leider ist da halt, wenn man auf diesen Link klickt, keine Information. Natürlich, Singapore Airlines fliegt ja zum Beispiel nach Kopenhagen und sie wollen da die Konnektivität behalten, die man halt mit SAS dort dann hat ab Kopenhagen. Und ihr wisst ja selber, dass die Lufthansa, ich weiß, es hat hier jemand geschrieben in den Kommentaren, weitere, egal wie, sorry dafür, aber ihr wisst ja, wen ich meine, dafür genommen, damit man die Konnektivität dann noch in Norwegen, vor allem aber auch im Skandinavien behält. Und das hat Singapore Airlines auch gemacht. Und ich bin mal gespannt, was nach dem 31. August aus dieser Partnerschaft wird. Und ob das auch zum Beispiel für Tickets gilt, die gebucht worden sind. Weil es kann ja auch sein, dass der eine oder andere ein Singapore Airlines Ticket mit SAS Eurobonus-Punkten gekauft hat, war ja Starlines, und dann, was es für Vorteile gibt, wenn ihr dann bei SAS Eurobonus weiterhin seid. Bleibt spannend, interessant. Aber was sich für mich als Frage daraus ergibt, ist eher das Thema, machen Allianzen denn Sinn? Ist es so, dass man dort diese Allianzen dann noch weiterhin braucht? Weil wenn man sich das irgendwie rauspuckt, Lufthansa macht ja auch mit Cathay oder die einen machen mit dem, Emirates ist ja ganz schlimm, die machen ja eigentlich mit jedem, wenn sie den gebrauchen können. Also insofern ist diese Allianzgeschichte noch etwas, die man braucht in der Zukunft, und die Fragestellung ist, machen Allianzen noch Sinn oder sind diese noch wichtig? Also für euch. Ja? Für Fluggesellschaften haben wir ja festgestellt, dass sie eher keine Wichtigkeit haben, weil sie ja eher anfangen, die Statusvorteile zu reduzieren, beziehungsweise so intransparent zu machen, dass man halt nicht überall alles bekommt. Siehe halt mit den Themen wie zum Beispiel Eurowings zum Beispiel, wenn man nicht bei Lufthansa Miles & More ist, oder aber auch bei anderen Fluggesellschaften, wie war das damals, Silk Air von Thai und so weiter. Also das heißt, dass man immer Fluggesellschaften gründet, die dann der Allianz gar nicht zugehören, obwohl sie eigentlich dieselbe Gruppe sind. Also Lufthansa Group oder dann Thai Airways. Letztes Thema, was wir heute haben, das ist das Thema Qatar Airways. Die haben Q-Point Promotion. Das ist auf der einen Seite eine coole Geschichte, auf der anderen Seite ist das eine uncoole Geschichte. Ich sage euch warum. Also einmal die coole Geschichte, das ist der geile Part. Da ist es so, dass man eine Q-Points Promotion hat. Da gibt es bis zu 50% Double Q-Points, also das heißt 50% mehr, was doppelte Q-Points sind, für die Platinum Gold Privilege Club Member. Und dieses Angebot ist vom 21. bis zum 30. August 2024. Heißt also, müsst ihr die Flüge buchen. Und der Reisezeitraum ist vom 23. August bis zum 31. Mai 2025. Da bekommt ihr diese Punkte mehr. Gibt es zum Beispiel für Katar Ansässige, aber auch für andere Regionen, wo es ansässig ist. Das, was eher das negative Thema ist bei den Avios, ist ja, dass die Avios eigentlich so eine Art Sweet Spot hatten. Das heißt also, dass man, wenn man zum Beispiel bei Finnair die Avios hatte, dass man die dann rübergeschubbert hat auf British Airways, von British Airways dann rübergeschubbert hat zu Iberia oder halt auch das zu Qatar. Und da ist es dann halt so, dass man dann mit Qatar zum Beispiel auf British Airways für weniger Avios fliegen konnte. Das heißt also, wenn man irgendwo fliegen will mit den Avios mit derselben Währung, dass man guckt bei den Fluggesellschaften, wer das am wenigsten oder am billigsten verkauft. Dann kann man gucken, ob man das bei BA macht, wo man etwas mehr Zuzahlung hat, oder ob man es über die macht. Also, dass man da halt kostenlos ist. Aber jetzt hat da Qatar Airways Privilege Club einen Riegel vorgeschoben. Man hat die Tarife verteuert. Also dieser Sweet Spot ist leider weg. Jo. Schade. Jetzt gehen wir zum Ende der Sendung. 19 Minuten 14 ist natürlich lang genug. Deshalb können wir jetzt auch direkt wieder zu den Fragen des Tages kommen. Der ersten Frage des Tages, die ihr natürlich beantworten können solltet, machen, tun. Ihr wisst ja, getan, sein. Sind Allianzen noch wichtig? Macht das Sinn aus eurer Sicht heraus? Wie ist das für euch persönlich? Bucht ihr noch Allianzen? Ich müsste mal vielleicht eine Sondersendung machen zu dem Thema, lohnt sich Status überhaupt noch? Da habe ich auch ein interessantes Gespräch mit einem Kunden, ob Status sich überhaupt lohnt, ob man nicht einfach auf Bestpreis gehen sollte und einfach sagt, ich nehme Kreditkarte und hole mir darüber ein bisschen Statusvorteile und ansonsten
weg mit den Punkten. Und die andere Frage ist, was haltet ihr von den All-You-Can-Fly Flatrates? Ist das etwas, was Sinn macht für euch? Unter welchen Bedingungen würdet ihr so etwas kaufen und vor allem zu welchem Preis? Da hatte ich ja eben genug zu gesagt. Wir sind am Ende der Sendung und ich denke, wir sollten zum Abspann gehen und deshalb gebe ich euch den Abspann, freue mich auf morgen mit euch und wieder viel Spaß und ich bin dann mal raus. Also bis dann, ciao.